Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das TB Outdoor Unboxer. Latent taktische Anmutung, Slipjoint-Folder mit Einhandöffnung, ein innovatives Clip-Konzept und uneingeschränkte Links- und Rechtshändertauglichkeit. Also in der Kombination ist das eher selten anzutreffen. Es gibt aber auch die ein oder andere Auffälligkeit, die man zumindest hinterfragen könnte. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir beginnen mit dem Griffmaterial. Das nennt sich hier PA6, also Polyamid. Das ist ein thermoplastischer Kunststoff, ideal für Spritzgussverfahren, sehr zäh, schlagfest, abriebfest, chemikalienbeständig, hält Temperaturen von minus 30 Grad Celsius bis plus 100 Grad Celsius stand, also absolut geeignet als Griffmaterial. Es gibt noch den Vorteil, dass man hier bei glatten Flächen eine sehr gute Gleitfähigkeit hat und die Griffschalen sind hier innen sehr, sehr glatt. Ja, wenn man hier mal hinschaut, kann man einen Bronzewascher erkennen, also hier. Und auf der anderen Seite sieht man eigentlich nichts. Das heißt, wir werden das Messer später mal zerlegen. Ich habe das Messer schon im Vorfeld mal zerlegt, also ich weiß, wie es da drin ausschaut. Es ist wirklich interessant, so viel kann ich schon mal sagen. Ansonsten ist das hier eine stabile Sache. Also wenn ich hier drauf drücke, gibt das ganz, ganz minimal nach. Aber das ist wirklich im Rahmen und der Griff ist wirklich verwindungssteif. Hier kann man wirklich nichts sagen. Das Griffdesign, es ist alles sehr, sehr geradlinig. Viele Ecken und Kanten, große Flächen. Die wurden hier so ein bisschen mit Stilelementen aufgelockert. Das wirkt insgesamt alles sehr, sehr aufgeräumt. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Ja, es wirkt optisch auch sehr leicht. Wir haben eine offene Griffkonstruktion und ja, hier sieht man zwei Standoffs und ja, die Klingenachse, mehr ist sie eigentlich nicht. Das heißt, wir haben ja eigentlich auch kaum Gewicht. Also das Gesamtgewicht liegt hier bei etwa 55 Gramm. Das ist wirklich nicht viel. Die Grifflänge beträgt hier 110 mm. Effektiv greifbar sind immer noch etwa 102 mm. Also das ist ausreichend. Griffbreite ohne den Clip gerade mal 11 mm. Dann haben wir ein Griffvolumen von 62 bis 70 mm. Ja, haptisch passt das auch. Man kann es hier vielleicht erkennen. Die Oberfläche ist hier so ganz leicht aufgeraut. Das verleiht auch ein bisschen Grip. Ja, passt. Also die Kanten sind ja auch alle angefasst. Die Handlage ist okay. Es ist wirklich kein Handschmeichler, aber man kann damit arbeiten. Also man spürt den Griff und auch den Clip schon, wenn man viel Druck aufbaut oder sehr fest zugreift. Mich stört so etwas eher nicht. Wenn man länger damit arbeitet, wären Handschuhe zumindest eine Überlegung wert. Für die meisten Alltagsaufgaben im urbanen Bereich sehe ich bei der Ergonomie des Griffes keine Probleme. Was so richtig Freude bereitet, ist die Klinge. Also das macht wirklich Spaß, mit der zu schneiden. Die Klinge ist 79 mm lang. Wir haben eine effektive Schneide von 72 mm. Klingenbreite schlanke 2,6 mm. Flachschliff mit etwa 0,35 mm hinter der Schneidphase, also 0,35 bis 0,4 mm. Das ist wirklich ein guter Wert. Dann haben wir hier den X35CA16N als Klingenstahl. Das ist der gleiche Stahl wie beim Florinox Kiana oder auch der Leclerc-Reihe. Wir dürften hier etwa 58 HAC haben, also auch das geht vollkommen in Ordnung. Bisher hatte ich nur gute Erfahrungen mit diesem Stahl. Der hält gut die Kante, ist leicht wieder auf Schärfe zu bringen. Also ein guter Mittelklasse-Stahl. Soweit gibt es beim Unboxer erstmal wenig zu bemängeln. Die Materialwahl passt. Wie erwähnt ist das der gleiche Klingenstahl wie beim Florinox Kiana und der Leclerc-Reihe, also der X35CA16N. Der ist auch bekannt als MA5 und zum MA5-Stahl habe ich euch ein Datenblatt in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr bei Interesse mal reinschauen. Das Design gefällt mir ganz gut, finde ich wirklich gelungen. Diese Klinge könnte man vielleicht als modifizierte Clip-on-Form bezeichnen, also hier vorne stark abfallend. Ja, keine Ahnung, also kommt auf jeden Fall sehr dynamisch rüber. Wir haben hier ein stark ausgeprägtes Wedge und zwar nur auf der linken Seite. Da musste ich so ein bisschen ans Actilam T3 denken. Das sind zwei grundverschiedene Messer, aber beide haben dieses Designelement nur auf der linken Seite. Also sieht man wirklich selten. Ansonsten ist das Klingenfinish hier sehr, sehr roh belassen. Also das muss man mögen, aber mir gefällt sowas. Der Klingenrücken ist auch sehr, sehr kantig. Also
wie gesagt, mir gefällt sowas. Das sieht einfach so ein bisschen fies aus, finde ich. Ansonsten gibt es hier eine Auffälligkeit, die hat mir nicht so ganz gut gefallen. Also ich dachte tatsächlich erst, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Daumenpin im Klingendurchbruch vielleicht freizusetzen, also so wie man das am liebsten möchte. Dagegen spricht aber, dass die Aussparung im Griff für den Daumenpin fest definiert ist. Und wir können uns das auch anschauen. Ich schraube den Pin hier mal kurz ab. Und da sieht man, hier ist tatsächlich ein kleines Loch für die Schraube. Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Also vielleicht wäre das dann eine Option für den Hersteller, sich darüber mal Gedanken zu machen. Man müsste den Griff eigentlich nur ganz minimal abändern. Das sieht man hier. Und dann könnte man diesen Daumenpin so setzen, wie man ihn möchte. Weil ich muss schon sagen, das Öffnen ist nicht ganz so intuitiv, wie man denkt. Also man hakt immer so ein bisschen. Das geht schon einem Rutsch, wenn man übt, aber es ist nicht so ganz intuitiv. Das muss ich leider so sagen. Und dann gerade wäre es schön, wenn man den Daumenpin so ein bisschen freisetzen könnte. Naja, wie gesagt, vielleicht arbeitet der Hersteller hier noch nach. Es gibt noch eine weitere Auffälligkeit. Wir haben hier ein Chimping. Ich mache das Messer mal wieder zu. Man sieht das hier ganz gut. Das gibt es so ähnlich auch beim Real Steel Luna. Da sieht man es nur nicht, weil eben diese Rückenfeder das verdeckt. Aber im geöffneten Zustand sieht man das hier. Und das ist eigentlich keine schlechte Sache. Man hat hier so eine leichte Rückmeldung an den Zeigefinger, dass hier eben der Stopp vor der Klinge ist, dass man sich hier so ein bisschen zurechtfindet. Das wäre theoretisch hier eigentlich auch gegangen, aber wenn man das Messer aufklappt, fehlen hier 1 bis 2 mm und ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Also ja, wie gesagt, wenn man es zuklappt, wäre es genau richtig und wenn man es aufklappt, hat man hier keine Rückmeldung für den Zeigefinger, also man kommt hier gar nicht ran. Ich weiß nicht, was sich der Hersteller dabei gedacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ob da irgendwie eine Absicht dahinter steckt. Aber auch hier muss ich sagen, vielleicht minimal den Griff abändern und dann wäre das echt eine feine Sache. Also ja, ein bisschen schade, muss ich sagen. Also einfach ein bisschen seltsam. Dann gibt es hier wirklich was Positives, muss ich einfach so sagen. Also wir haben hier einen Clip, der ist ohne Werkzeug umsetzbar. Also man kann ihn auch sehr, sehr leicht abnehmen. Das erinnert insgesamt so ein bisschen an das Sanremo 7315. Muss ich hier vorne zusammendrücken und dann kann ich den Clip rausnehmen und auf die andere Seite setzen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Clip-Konzept. Hier wurde das so ein bisschen frei adaptiert, möchte ich mal sagen. Man drückt ihn hier zusammen, ist ein bisschen hakelig und dann kann man ihn auf die andere Seite setzen. Und mir gefällt das wirklich gut. Der Sanremo Clip ist tatsächlich ein bisschen besser, also der ist auch seitlich ein bisschen stabiler. Der rutscht hier schon so ein bisschen rum, aber die Spannung ist gut. Man könnte vielleicht noch bemängeln, dass es hier kein Deep Curry Clip ist. Also es sind hier etwa 12 mm, die hier rausschauen, aber ja, ich finde es jetzt hier nicht wirklich schlimm. Und wie anfangs erwähnt, ist das Messer uneingeschränkt für Links- und Rechtshänder tauglich. Also auch aufgrund des Clip-Konzepts. Ja, gefällt mir wirklich gut. Jetzt ist hier Daumenpin und der Clip bereits weg. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir einfach mal einen Blick ins Innere. Was ich schon mal gut finde, ist die einheitliche Torx-Größe. Das ist ein 6er Torx. Der Daumenpin ist ein 6er Torx. Diese Achsschraube, diese gerändelte, ist ein 6er Torx und diese kleine Schraube ist auch ein 6er Torx. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, habe ich das Messer schon ein paar Mal auseinandergenommen. Also die Schraubenqualität ist wirklich gut. Die wurden hier auch so ein bisschen mit Loctite teilweise verklebt. Also man bekommt es aber mit einem guten Schraubendreher auf jeden Fall auf. Ja, wir haben hier eine kleine Besonderheit. Man sieht hier diese gerändelte Schraube und man sieht hier, dass diese kleine Schraube genau in diese konkaven Aussparungen reinpasst. Ja, hierüber kann man tatsächlich so ein bisschen die Federspannung, wenn man das so bezeichnen möchte, oder halt ja
den Slipjoint-Mechanismus in seinem Widerstand regulieren. Das ist ungewöhnlich. Also ich schraube jetzt hier mal diese Schraube vorsichtig raus, dass ich sie nicht verliere. Und jetzt könnte ich die Achsschraube fester drehen. Und wenn sie fester gedreht ist und diese Aussparung hier so passt, dass die kleine Schraube reinpassen würde, ja, dann ist der Widerstand beim Öffnen bedeutend härter. Also man könnte dann quasi eine sehr starke Slipjoint-Feder simulieren. Finde ich gar nicht so schlecht. Man kann das Ganze auch etwas lockern, aber dann hat man leider auch so ein kleines Wackeln hier drin. Das macht dann natürlich wenig Sinn. Aber in einem gewissen Bereich kann man hier wirklich den Widerstand des Slipjoints regulieren und das gefällt mir ganz gut. Dann machen wir die Schrauben auch mal noch auf. Und dann sehen wir hier gleich das Innenleben. Man sieht erstmal hier den Standoff und ja, das sind eben hier diese Bronzewasher, die sind gut eingeölt und anscheinend, ich weiß nicht, ob das Rost ist oder was das ist, auf jeden Fall sieht man hier so ein bisschen Schmutz. Das ist hier die Mutter von dieser ganz kleinen Schraube. Und jetzt sieht man hier erstmal den Bronzewasher und einen wirklich interessanten Mechanismus. Also die Feder ist hier sozusagen in die Klingenwurzel integriert, also hier so ringsrum. Ist wirklich interessant gemacht. Also wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen aufmache, dann sieht man hier diese ganz kleine Welle hier und die ist dafür da, die Klinge im geschlossenen Zustand zu halten. Das sieht man hier auch, also so kann nichts passieren. Wenn ich hier aufmache, dann drückt dieser Pin diese Feder, oder wie auch immer man das nennen möchte, ein bisschen nach oben und rastet ein. Und das ist der Slipjoint-Mechanismus nochmal. Ich drücke das mal ja nochmal rein. Hier rastet es ein, dass die Klinge an ihrer Position bleibt und oben ist der Slipjoint-Mechanismus. Also mir gefällt es wirklich gut. Das ist echt mal was anderes. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das so noch überhaupt nie gesehen. Wirklich schön gemacht. Was man sagen muss, auf den allerersten Moment oder im ersten Moment wirkt das Ganze hier so ein bisschen fragil. Ja, stimmt schon. Also optisch ist das nicht so ganz vertrauenserweckend. Das muss ich auch zugeben. Aber es ist so, laut dem Hersteller TB wurde dieses Slipjoint-System auf dem firmeneigenen Prüfstand getestet. Das Auf- und Zuklappen wurde 100.000 Mal simuliert und dabei sind keine Probleme aufgetreten. Es gibt auch ein Video zum Testaufbau, das habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, ich würde sagen, jetzt baue ich das Messer wieder zusammen und dann gibt es ein Fazit. Bis gleich. Fazit: Auf die Defizite bin ich ausführlich eingegangen. Da bestünde durchaus Raum für Nachbesserung seitens TB Outdoor. Ansonsten gefällt mir die Grundidee hinter dem Messer wirklich gut. Leichtgewichtig, dann ein tolles Clip-Konzept. Das heißt, wir können den Clip hier in Sekundenschnelle umsetzen. Und dazu die uneingeschränkte Rechts- und Linkshändertauglichkeit. Wir haben eine gute Materialwahl für Griff und Klinge. Dann die Einhandbedienung und den innovativen Slipjoint-Mechanismus haben wir uns auch zusammen angesehen. Das Messer ist also 42A-konform. Ja, dann haben wir noch die Einstellung des Slipjoint-Widerstands über diese kleine Schraube in Verbindung mit der Achsschraube. Also da stecken wirklich viele kluge Überlegungen drin. Preislich bewegen wir uns hier je nach Modellausführung zwischen knapp 60 und knapp 70 Euro. Also das Messer hat hier, ich glaube, 58 Euro und noch was gekostet und das gibt es auch mit beschichteter Klinge, dann ist es etwa 10 Euro teurer, schwarz beschichtet. Ja, also es ist eine europäische Produktion und da geht der Preis in Ordnung.
Hergestellt wird das Unboxer in Frankreich in Thiers, TB, also Tarrieras Bonchon, also ich hoffe, ich habe das so ein bisschen richtig ausgesprochen, ist ein Traditionshersteller, existiert bereits seit 1648, also das sind schon einige Jahre, und seit 1996 besteht eine Kooperation zwischen der französischen Armee und TB. TB bzw. TB Outdoor hat einige taktische Messer im Repertoire, und so erklärt sich hier vielleicht auch das Design. Ja, für einen Traditionshersteller ist das vielleicht erstmal so ein bisschen ungewöhnlich, wie das Messer aussieht, aber man geht mit der Zeit, und ja, insgesamt ist das gelungen. Ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich taktische Messer so gern mag, aber das ist hier wirklich so eine Mixtur. Das geht für mich auch in Ordnung. Gefällt mir wirklich gut. Ja, ich würde sagen, insgesamt ein sehr interessantes Messer. Mir gefällt's. Ja, schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt, ob vielleicht TB Outdoor noch eine weitere, vielleicht etwas verbesserte Variante dieses Messers rausbringt. Wir werden sehen. Ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.